the truth, that only for a moment I'm alive with you. Also ich bin Donnerstag aus Hameln mit meinem Vater hierher gefahren, gute 9 Stunden zum Red Bull Ring, zum ersten Mal hier gewesen, noch nie vorher die Strecke befahren. Freitag war dann das Testen, erstmal die Strecke kennengelernt, beziehungsweise ich kannte sie ja schon aus dem Simulator, aber dann in echt zu fahren ist natürlich echt nochmal der Wahnsinn. Mein zweites Rennwochenende, eine sehr lehrreiche Erfahrung bis zum heutigen Tag. Freitag im freien Training lief es gut, die Strecke ist interessant, viele schnelle Kurvenkombinationen. Am Samstagmorgen dann hat das Training begonnen im Regen. Das war eine Umstellung natürlich, alles auf Regenreifen. Freitags davor war dann eigentlich ein schöner Tag auf Slick. Dann Qualifying war auch eine spannende Herausforderung, der Regen war ein bisschen stärker. Ich habe mich aber gut rangefahren ans gesamte Feld und war dann nur noch 1 bis 2 Sekunden hinter dem Pulk, was für mich eine tolle Leistung war. Also im Regen komme ich sehr gut zurecht, stelle ich fest. Ich bin noch nie im Regen gefahren, zum ersten Mal mit dem Cup-Auto. War absolut heftig, sehr aufregend. Es hat überraschenderweise sehr viel Spaß gemacht. Du fährst komplett anders und dementsprechend musst du dich halt auch verhalten. Ja, was soll ich sagen zu Robin? Er ist natürlich jetzt im 3. Rennen. Er hat, was das Fahrerische angeht, in der Rundenzeit echt tolle Sprünge gemacht und kommt da immer dichter an mich ran. Und das ist natürlich auch das Ziel. Ich möchte ja die Fahrer möglichst dicht an meine Performance heranbringen. Wo wir noch viel arbeiten, da habe ich viel Freude dran, ist das Thema Rennstrategie und auch so ein bisschen, wie ist das Zweikampfverhalten. Am Samstag, das war auch so vorhersehbar, hatten wir wirklich enormen Regen, fast schon landunter. Insbesondere zum Nachmittag hin, zum ersten Sprintrennen. Ich hatte vormittags noch einen Ausritt durch Aquaplaning. Ich bin quer gegangen und das andere auch, da kam ein grüner Porsche, ich glaube von A-Works, und den habe ich halt vorne erwischt. Dann kam auch das erste Sprintrennen, komplett im Regen. Das war fast unzumutbar, ehrlicherweise. Keine Sicht, nur Gischt, fast schon nebelartige Verhältnisse. Und dann in Runde 2 ein ganz großer Aquaplaning-Teppich an Turn 2, das ist so ein leichter Knick. Ich hatte Aquaplaning, und zwar gleich nach Start und Ziel vor Turn 2 und ja, habe einen Abflug gemacht. Das Fahrzeug ist dann nach links ausgebrochen leicht und dadurch leicht die Leitplanke touchiert. Und da konntest du überhaupt nicht mehr reagieren. Und habe mich ins Kies gedreht. Als ich zum Stehen gekommen bin im Kiesbett, war eigentlich soweit gar nicht so viel Schaden, in Anführungszeichen. Rechts neben mir auf der anderen Straßenseite im Kiesbett lag überraschenderweise ein anderes Fahrzeug auf dem Dach. Erste Sprintrennen, komplett im Regen, war für mich für das Wochenende das beste Rennen. Wir sind von P15, meine ich, gestartet, am Ende P7 gelandet. Allerdings gab es dann auch einen Rennabbruch, weil es war einfach zu nass.
Sprintrennen war schon sehr interessant. Ich war heute zweimal sozusagen im Kino in der ersten Reihe, weil ich immer hautnah Unfälle miterlebt habe. Das heißt, da ist einer an Start und Ziel schon mal an uns vorbeigeschossen, und zwar beim Start, hat aber überhaupt nicht gebremst und hat gleich jemanden mit abgeräumt. Das war unglaublich. Bei dem zweiten Unfall, den ich auch wieder miterleben durfte, an Start und Ziel hat er viel zu spät gebremst. Ich war auf der linken Seite, er war rechts. Und ich habe es Gott sei Dank kommen sehen und er ist einfach geradeaus weitergefeilt, ohne zu bremsen, und hat einen anderen rausgeschossen. Sonntagmorgen gab es dann direkt zu Beginn Qualifying für die Endurance Challenge. Da bin ich quasi den ersten Stint, sag ich mal, gefahren, danach der Kai. Allerdings war es morgens noch so weit nass, dass man mit Regenreifen erstmal auf die Strecke gekommen ist. Unser Qualifying für die Endurance, das war durchwachsen. Wir haben dann das erste Sprintrennen gehabt, das bin ich heute gefahren, im Trockenen. Das war ganz gut, hat viel Spaß gemacht. Turbulenter Start, konnte einige Plätze gut machen. Ja, Endurance Challenge. Wir sind gut aufgestellt gewesen mit P9. Start war okay für mich. Wir haben uns gut abgesetzt, konnten eine gute Pace halten. Allerdings gab es dann auch sehr schnell eine Safety-Car-Runde und beim nächsten Start habe ich es dann nicht so gut hingekriegt. Da wurde ich direkt vom Jaap überholt. Allerdings ging es dann auch den Berg ab. Es gab halt eine zweite Safety-Car-Phase bezüglich eines Unfalls, der davor passiert ist. Single Yellow Flag wurde geschwungen mit Safety-Car. Dann gab es da eine Phase, wurde eine große Lücke nach vorne gelassen. Der Vordermann ist ihm Vordermann ausgewichen, ich bin ihm ausgewichen. Ich habe es nicht geschafft, richtig abzubremsen, weil es einfach so knapp war. Und der Grund dafür war einfach, dass sehr viele Fahrzeugteile auf der Strecke lagen. Die Strecke war komplett dicht eigentlich und sehr schmutzig. Das ist einfach sehr unglücklich gelaufen. Zur Endurance, das war auch ein ziemlich turbulenter Start. Ich bin den Start gefahren, Nils ist den zweiten Stint gefahren. Es gab viele Safety-Car-Phasen, aber ansonsten war es eigentlich ein schönes Wochenende. Nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht hätten, aber wir wissen, welches Potenzial im Auto und in uns steckt.